Hallöchen und willkommen zurück zu The Silent Age. Und wir graben uns mal den Weg in diese Kryokammer frei. Genau, Schaufel ist kaputt. Und alles ist wieder sauber. Oh. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Bis auf ein Stück Lappen wurde der Erste-Hilfe-Koffer komplett leer geräumt. Okay. Das Stückchen Lappen nehme ich mir mal mit. Hier ist ein Klotz. Das ist ein Betonklotz. Die Oberfläche fühlt sich leicht rau an. Dann kann ich da bestimmt irgendwas schleifen mit. Gasmaske. Oh mein Gott. Man könnte denken, dass ich mittlerweile an den Anblick von Toten mich gewöhnt habe, aber der schockt mich aus irgendeinem Grund noch immer. Person im Schutzanzug. Der trägt den gleichen Schutzanzug, den ich auf den Fotos an der Wand im Labor gesehen habe. Das muss einer der Zeitreisenden sein, von dem Dr. Lambert mir erzählt hat. Diejenigen, die es nie mehr zurückgeschafft haben. Okay. Kryoröhre. Das ist, ich glaube, das ist einer dieser Kryoröhren, aber diesen Ort sieht hunderte Jahre... Ach Mann, ey. In welchem Jahr bin ich hier gelandet? Ich kann nicht mehr lesen. Wir haben einen Lappen oder ein Tuch. Mit der Person im Schutzanzug kann ich nichts machen und wir sind, glaube ich... Ich werde den Typen mal in Frieden ruhen lassen. Wir sind in einer Zeit gelandet, wo er vorher nicht war. Ich denke mal, wir sind jetzt noch weit in der, oder noch weiter in der Zukunft. Ah, da mal ein Lappen, na klar. Den Lappen benutze ich mal mit dem Solarpanel. Oder Solarpanel. So. Das hat halt keinen großen Unterschied gemacht. Noch immer sehr dreckig. Muss ich, aber staubig, muss ich ihn vielleicht irgendwo eintunken? Ach, Wir haben da so eine tropfende Wasserstelle gehabt. Den werde ich den Lappen mal etwas befeuchten. Und dann nochmal das Solarpanel abwischen. Dann sollten wir Strom bekommen, dass ich auch in diese dunkle Ecke hier gucken kann. So. Das Tuch ist jetzt triefend nass. Dann flitze ich mal zurück. So, nasses Tuch mit staubiger Metalloberfläche. So. So, alles sauber. Warte, irgendwas ist gerade passiert. Oh, jetzt verstehe ich. Das ist ein riesiges Solarpanel. So wie aus meiner Zeitmaschine. Aha. Habe ich doch gewusst. Generator. Er scheint jetzt zu laufen. Was mag er es wohl jetzt antreiben? Na, diesen anderen Generator? Kann es sein, dass das Bild beim Scrollen irgendwie zuckelt? Hat er jetzt gehustet gerade? Okay, lassen wir uns davon nicht beirren. Ich gehe mal zum nächsten Generator. Der ist an und dann drücke ich mal auf den Knopf. Ah, und das Werdelicht. Und da steckt ein Typ. Wow. Was ist da in der Wand? Person in der Wand. Was zur Hölle? Er ist... Wie ist das überhaupt möglich? Warte, da ragt irgendwas aus seinem Rucksack. Sieht aus wie eine rostige Machete. Okay. Person, die in der Wand festhängt. Ist ja gruselig. Das ist ohne Zweifel das Furchtbarste, was ich je gesehen habe. Okay, dann flitze ich mal zurück zu diesem Gestrüpp-Ding und dann werde ich mal die Machete benutzen. Mal gucken, was dahinter ist. Ich hoffe, noch nicht das Ende. So, dicke Wurzeln mit Machete. Stumpfe Machete. Damit könnte ich nicht mal Papier schneiden. Bla bla bla. Habe ich doch gewusst. Dann gehe ich mal zurück zu diesem komischen rauen Betonstein und werde mal meine Machete schleifen.
Also die Rätsel sind wirklich einfach gehalten, aber macht trotzdem sehr Spaß. So, jetzt ist er viel schärfer. So, dann flitze ich mal rüber. So, nochmal. Ching Chang. Verflixt, die Machete ist zerbrochen. Ich wette, sie war rostiger, als ich dachte. Aber immerhin habe ich mir einen Weg hindurch gebahnt. Und wir gehen in die Höhle. Frank. So, ein Lagerfeuer. Ich rede mal erstmal mit Frank. Frank? Joe! Oh. Please. Need water. What are you... Please. I'll get you some water. Hang in there. Okay. Dann gehe ich zurück und hole ihm etwas Wasser und ihr könnt wetten, der ist danach nicht mehr da. Oder tot oder so. Okay, dann rennen wir mal hin und her. So, der Becher ist voll. Okidoki. So, Frank. Köstliches Wasser naht. Oh nee, ist noch da. Hier, bitteschön. Here you go, Frank. Thank you. I don't understand. What are you doing here? Where are we? I'm not sure. I had no time. Pushed it as far as it'd go. But from what I've been reading, everything gets imprecise the farther you travel. Even your physical location can get messed up. Nobody's been this far. We could be hundreds, maybe thousands of years in the future for all I know. I don't get it. So, you're a time pilot now? Do I really need to spell it out for you, Joe? I stole it. What? You stole the time machine, but why? Look, I've got no reason to tell you, but I guess it doesn't matter. You're the last person I'll be sharing anything with anyway. The truth is, I'm a Soviet agent. Cut it out, Frank. I'm not falling for that one again. I'm not joking. Frank, you're just sick, confused. Come on, you can't be. Where's your Russian accent? Joe, I'm an undercover agent deployed by the Kremlin. My job is to fit in. How far do you think I'd get if I went around calling everyone comrade? My real name is Yuri Barishev. I came to America in my early 20s. I went to school here, worked here, spent nearly 10 years building the foundation of an ordinary life. But the truth is that my life is far from ordinary. I am a spy. I was planted by the Soviet Foreign Intelligence Agency to gather intel on advanced U.S. military research programs, and I started getting my first missions in the mid-60s. At the time, I thought I had built a promising portfolio of leads, but as I started to pursue them, most of them turned out to be worthless. By 1968, I had run out of goodwill with my handlers at the Kremlin. I was a disgrace, and headed for extraction. Desperate for something, anything to report, I came across a Canadian company moving large shipments of iridium, osmium, rare metals not typically used in mainstream manufacturing. The buyer turned out to be a government shell, rerouting the materials to unofficial contractors, one of which turned out to be Archon.
Having convinced my superiors that I was onto something, I got a job as a janitor. But I didn't dig up much until you showed up. You were a great distraction, giving me plenty of chances to access off-limits areas. And for a while, I was able to scrounge together enough intel to keep the Kremlin happy. My hunch was correct, but I didn't have the full picture. Not yet. The metals were being used to build something unusual, all right. But I just couldn't piece it together. What I found made no sense. Time travel, doomsday scenarios. It read like bad science fiction. For a while, I thought they were onto me, feeding me bogus information. But as time went on, with security tightening around the labs and no one confronting me, I began to suspect that my intel was legit. But time was running out, with Brezhnev and your President Nixon set to negotiate the nuclear disarmament treaty in a few weeks. My superiors were demanding results. My job on the line, I got desperate and careless. And this morning I got caught. I was tailing an engineer into an off-limits lab when I bumped into Barney from security. Ironically, management chalked up my trespassing to cluelessness and settled for just firing me. Knowing I wouldn't get another chance, I stole a security badge and snuck back in. I just found the time machine operator's manual when you showed up out of nowhere and nearly screwed it all up. Then it clicked. Not only could I steal the technology, it was the perfect getaway, too. Using the manual, I set the destination as high as it would allow. I figured if I could just get far away, I'd have plenty of time to figure out how to get it back to the motherland. But, well, I guess you know the rest. Listen, Joe. I'm really sick, and I'm not making it back. But you still can. The time machine has a timer, like a toaster. It's designed to return home unless the timer's reset. I removed the main power supply fuse to keep it from taking off without me. Here, take it. I have no idea how you got here, and I guess it doesn't matter. Still, despite my mission, a double life, and the deceit, your friendship was always genuine. You're an honest guy, Joe. And I've really enjoyed your company. And now, please, leave me. The pain's coming back. Oh, it hurts to talk. Need rest. Okay, Frank ist also ein russischer Spion. Und das Gebäude heißt nicht Archon, sondern Arkon. Und wir haben die Sicherung bekommen. Eine Sicherung, warte mal, wo können wir die denn einsetzen? Ich gehe mal zu diesem Gebilde zurück. Warum bleibt Joe ständig stehen und hustet? Der hat doch irgendwas. Kugelförmiges Gebilde. Ich versuche mal, ob ich da die Sicherung einsetzen kann. Dafür ist diese Zeitmaschine viel zu alt. Okay, dann gehe ich mal zur Originalen zurück. Da steckt dieser gruselige Typ in der Wand. So, Sicherung. Benutze Sicherung mit Zeitmaschine. So, jetzt habe ich die Sicherung wieder eingebaut. Hoffentlich funktioniert sie jetzt wieder. Oh, was ist passiert? Bin ich wieder ohnmächtig geworden? Wow, die Zeitmaschine.
Was ist der denn zugestoßen? Vor die Wand gefahren, würde ich sagen. Zerbrochene Wand. Toter Wachmann. Da hängt ein Schlüssel an seinem Gürtel. Okay, den habe ich gleich mitgenommen. Und hier ist ein zerbrochener Rahmen. Okay. Fremder Organismus. Was geht denn hier ab? Was passiert hier gerade? Okay, die Tür ist zu. Da komme ich garantiert nicht durch. Wie komme ich hier raus? Gott, was ist passiert? Mein ganzer Körper fühlt sich steif an. Habe ich etwa einen fremden Organismus in mir? Ich versuche mal, den Metallrahmen mit der zerbrochenen Wand zu benutzen. Boah. Ah, was passiert mit mir? Meine Gelenke sind steif. Ich habe Schmerzen im ganzen Körper. Gute Frage. No. No, it can't be. The foreign organism. It's me. Ich muss niesen. I brought back the disease. I'm the one who spreads it. It was me all along. I must have brought it back with me. Oh God. I think I'm gonna throw up. I can't deal with this. What do I do? Wir sind ein fremder Organismus? Leerer Kryobehälter. Ich denke mal, das sind irgendwelche Schlüssel zu den Aktenschränken. Benutze ich mal den kleinen Schlüssel mit dem Aktenschrank. Der passt. Oh, was geschieht mit mir? Nur schon den Schlüssel umzudrehen, lässt meine Muskeln schmerzen. Ich fühle mich, wie meine Arme und Beine anfangen steif zu werden. Was haben wir denn hier drin? Bedienungsanleitung der Lazarus-Kryo-Konsole 11. Entwurf. Das kann ich vielleicht verwenden. Jetzt muss ich aber hier weg, bevor die Wachleute auftauchen und ich alle anstecke. Okay. Muss ich mich jetzt selber in die... Ich muss die Situation irgendwie in den Griff bekommen. Ein Virus tötet Menschen. Dr. Lambert hat mich gefunden, bevor der Virus verbreitet wurde und hat mich in die Vergangenheit geschickt, um den Virus aufzuhalten. Aber ich wurde infiziert und verbreite den Virus, der die Menschheit umbringen wird. Also findet mich Dr. Lambert, bevor der Virus ausbreiten kann und schickt mich in die Vergangenheit, um den Virus aufzuhalten. Aber ich werde infiziert und... Wie oft habe ich das jetzt schon gemacht? Okay. Wir werden immer langsamer. Kompressionsschloss entriegelt. Geschafft. Ich glaube, ich habe es aufbekommen. Okay. Er ist offen. Okay. Ich habe noch eine Maus, aber ich kann nichts mehr machen. Mann, in Kryobehälter. Wo bin ich? Mein Kopf. Was sind das für Klamotten? Das Spiel geht aber wohl lange, wa? Okay, ich habe es in der letzten Folge oder in der vorletzten schon gesagt. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Wir sind quasi kurz vor Ende. Die Folge beende ich mal jetzt. Wenn die nächste Folge nur noch 5 oder 6, 7, 8 Minuten gehen sollte, dann stücke ich es hier noch mit ran. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge oder gleich bei The Silent Age.